Das ist das neue Projekt aus der Bastelgarage. Und damit herzlich willkommen. Ich bin der Jürgen, das hier ist die Bastelgarage und dieses neue Projekt möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich das gebaut habe. Und zwar ist das ein einstellbarer Ständer für Tablets und Laptops. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das gebaut habe. Als erstes habe ich mir mal hier Buche-Leimholz 16 mm besorgt, und zwar ist das 300 mm x 350 mm ein Stück, dann 6 Stücke 100 mm x 150 mm. Nun habe ich hier doppelseitiges Klebeband draufgesetzt und klebe diese Stücke jetzt erstmal alle winklig zusammen. Hier habe ich mir jetzt die Mitte angezeichnet und den Kreisschneider auf 60 mm Durchmesser eingestellt. Ich werde jetzt das durchbohren, das Brett wegnehmen und so weiter, bis alle Löcher gleichmäßig durchgebohrt sind. Da sind die Löcher drin. Ich habe die jetzt jeweils immer 3 Stück zusammengeklebt, beziehungsweise das eine sind 4 Stück, also ich habe 7 Stück. Und dann hatte ich mir, ich verlinke das mal hier oben, diesen Schieber hier unten mit den Löchern gemacht, und zwar um Ecken anzuzeichnen. Und zwar sollen jetzt hier oben 40 mm, das habe ich mir auch hier drauf geschrieben, welche Größe das ist. Das soll nachher abgeschliffen werden, das lege ich hier drauf, zeichne mir das an. So, und diese Rundungen schleife ich mir jetzt an der Schleifmaschine ab. Ich habe es mir jetzt noch ein bisschen einfacher gemacht und habe einfach hier die Ecken an der Kappsäge schon mal grob abgeschnitten. Dann brauche ich da nicht so viel zu schleifen. Das ist jetzt das untere Brett. Und da mache ich mir jetzt hier 2 Nuten, fräse ich mir rein. Später sollen die Bretter ja hier drauf und sollen unten mit solchen Imbusschrauben verstellt werden können. Dazu muss ich jetzt erstmal für den Kopf hier ein 20 mm breite Nut hier reinmachen. Die ist 5 mm tief. Und danach mache ich dann einen 6 mm, fräse ich dann komplett durch, um das Schraubengewinde dadurch zu kriegen. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Und dann drehe ich das Ganze mal rum. Das ist jetzt die Oberseite. Das habe ich jetzt schön hier liegen. Die Klötze zusammen gemacht. Das lege ich jetzt hier drauf. Und zwar geht es darum, hier unten muss ich ja jetzt Löcher reinbohren, um von unten die Schrauben reinzukriegen. Also Rampermuffen reinsetzen. Und zwar mache ich das so. Ich habe mir hier mein Streichmaß eingestellt. Das ist jetzt auf beiden Seiten gleich. Ja. Lege mir zusätzlich noch hier einen Winkel hin. Ja, auch das stimmt. Und dann ziehe ich mir das Ganze hier an die Kante und klemme mir das dann hier fest. Jetzt habe ich hier einen 6 mm Bohrer. Der hat oben diese Spitze dran, das ist ein Holzbohrer. Und damit gehe ich hier durch und reiße mir hier die Mitte an. Das Angekratzte mache ich jetzt hier mit dem Bleistift, zeichne ich nach. Dann habe ich nämlich von unten diesen Brettern genau die Mitte. So, das hier sind diese Striche. Jetzt zeichne ich mir vom ersten Mal die Mitte an. Da muss ich reinbohren, baue das Ganze auseinander und zeichne mir dann jeweils die Mitte an. Als nächstes kommen solche sogenannten Rampermuffen da rein. Und zwar eines meiner Lieblingsspielzeuge, wer sie noch nicht kennt. Die haben hier innen außen fangen wir mal außen an, ein Holzgewinde, was man ins Holz reindreht. Und auf der Innenseite ein metrisches Gewinde, wo also eine Schraube reinkommt. Und die kann man dann da drin festschrauben. Das ist eigentlich ganz praktisch. Diese haben ein Innengewinde von 6 mm und außen muss man eigentlich mit einem 10 mm Bohrer aufbohren. Aber ich habe hier diesen Kopf und den möchte ich gerne ein bisschen versenken.
Deshalb bohre ich jetzt erstmal hier mit einem Forstner Bohrer, das müsste so ein 15er sein, bohre ich erstmal eine kleine Vertiefung, damit die Rampamuffe da drin verschwinden kann. Jetzt habe ich hier einen 10er Bohrer drin, den habe ich mir einen Tiefenstopp gemacht bei 2 cm. Hier unten ist ja diese Spitze und die ist ja jetzt hier bei diesen Hölzern durch den Forstner Bohrer auch. Da habe ich genau die Mitte vom Holz. Mal leicht testen. Okay. Das habe ich mir jetzt hier im Schraubstock eingespannt, damit ich ein bisschen Halt habe. Und da drehen wir jetzt die Rampamuffen rein. Ja, machen wir einmal eine Probe. Da sind ja jetzt unten die Rampamuffen drin. Das Ganze kommt hier drauf. Hier unten sind die Vertiefungen. Schraube rein. Hier festdrehen. Und direkt die zweite Schraube da rein. Und damit ist das Ganze fest und kann dann im Prinzip hier hin und her geschoben werden. Im Moment ist die Schraube unten ein bisschen fest. Die muss ich was loser machen. So. Und jetzt kann man das Ganze hier hin und her schieben in der Stärke, wo man das Ganze braucht. Doch bevor wir die jetzt alle festschrauben, die guten Teile, habe ich hier solche Filzstreifen, selbstklebende. Und zwar sollen die hier, wenn man hier das Tablet rein schiebt, damit das nicht verkratzt, werden die auf beiden Seiten hier aufgeklebt. Das geht dann eigentlich relativ einfach. Leider fehlen mir jetzt noch ein paar Schrauben, deshalb habe ich hier 3 Bretter noch nicht festgemacht, aber die besorge ich noch. Jetzt ist Folgendes: Wenn ich jetzt ein Tablet oder sowas hier zwischenstelle, schlägt das natürlich unten auf den Boden und verkratzt eventuell. Dafür habe ich jetzt diese schmalen Streifen hier und die klebe ich hier vor mit einem 2-3 mm Abstand zum Holz, klebe ich die hier drauf. So, und wenn jetzt das Tablet hier zwischen rutscht, dann, ich schiebe das mal rüber, so, dann ist das hier durch die Filzeinlage geschützt und hier unten am Boden genauso. Das gute Teil stelle ich jetzt erstmal auf Seite, und zwar habe ich mir hier Bretter zurechtgeschnitten, Reststücke, und zwar sind hier die sogenannten Vollauszüge, das sind 60 cm. Kann man die komplett ausziehen. Die sollen nachher hier habe ich ja eine Wand, da werden die angeschraubt und auf der anderen Seite an diesem Querholz, sodass man dieses Teil hier als Schublade rausziehen kann. Und ich wollte eigentlich, dass man hier vorne diese Kante nicht so sieht, deshalb lasse ich dieses vordere Holz rechts und links überstehen. Und dann kommt hier diese Platte, die wird dann von unten drunter, werden die Hölzer verschraubt. Und hier oben drauf, da möchte ich jetzt diesen Ständer versenkt in die weiße Platte hineinmachen. Dazu habe ich mir hier am Rand, lasse ich das 2,5 cm. Dann liegt das nämlich unten drunter, hier zur Hälfte auf diesem Holz auf. Dann brauche ich nur 3 Ränder innen drin zu machen, um einen gleichmäßigen Auflage zu machen. Das heißt, von hier aus schiebe ich das Ganze jetzt 6 cm nach hinten. Habe hier etwas mehr als 2 cm. Wie gesagt, dadurch komme ich genau hier auf dem Holz, genau in der Mitte aus. Und das zeichne ich mir jetzt an und schneide das in dem weißen Brett einfach mal raus. Dazu habe ich mir jetzt hier 4 Löcher reingebohrt, einen Anschlag, und dann schneiden wir das Ganze mit der Stichsäge aus. Nachdem ich dann gemerkt habe, dass das hier am Rand ein bisschen ausgerissen ist, habe ich doch mich dazu entschlossen,
Klebeband hier aufzubringen, dann ist der Rand nicht ganz so ausgerissen. Setzen wir das mal probeweise da rein. Ja, das passt doch super. Das, was ich nur festgestellt habe, ist, ich habe eine 16 mm weiße Spanplatte, aber eine 18 mm Holzplatte. Jetzt steht das Ganze hier 2 mm über. Naja, dürfte nicht ganz so schlimm sein, aber ich denke mal, so an sich passt das doch wirklich gut da rein. Ich habe das Ganze jetzt mal rumgedreht, das ist jetzt die Unterseite. Hier vorne kommt direkt der Rand dran. Hier am Rand, da kommt ja später dieser Vollauszug hin. Da habe ich mir jetzt hier um Streichmaß 1 cm eingestellt. Das kommt jetzt genau hier hin. Hier habe ich jetzt die Vollauszugsschiene. Das schmale Teil setze ich jetzt mal hier rein und klemme das mal gerade fest. So, schiebe das dann hier auf Seite und kann dann hier prima die Schrauben reinsetzen. Weiter aufschieben und hier sind dann die nächsten Löcher. Dann kann man das Ganze hier bis zum Schluss schieben. Hier ist ein kleiner Haken, hebt den an und kann die komplette hintere Schiene dann rausziehen und kann dann hier die restlichen Schrauben festmachen. Hier habe ich ja jetzt schon eine Kante, wo ich drauf lege. Wenn ich das jetzt natürlich hier reinmache, verschwindet das unten drin. Drehe ich es mal rum. Dafür habe ich mir jetzt hier solche Leisten zurechtgeschnitten. Hier 1,5 cm rundherum angezeichnet. Die Leisten sind 3 cm breit und die werde ich dann hier rundherum anschrauben. Zwei Dinge habe ich jetzt noch gemacht, und zwar hier bei der Schublade hier hinten einfach ein Brett senkrecht drauf gemacht, damit hinten nichts runterfallen kann. Und das hier gibt ja das senkrechte Brett, wo diese Schublade dran festgemacht wird. Hier oben habe ich mir auch ein Querholz dran gemacht mit Schrauben, das dann nachher so hinkommt und von unten drunter einfach in die Arbeitsplatte festgeschraubt wird. Ich habe jetzt hier oben an dem Schreibtisch das senkrechte Brett angebracht, die Halterung. Das ist diese Schiebevorrichtung und da habe ich jetzt hier an der linken Seite schon diese Schiene hier rausgebaut. Die wird nur einfach rausgeschoben, hier oben den Haken gedrückt und dann kann man diese Schiene komplett entnehmen und die schraube ich dann auch hier fest. Kommen wir jetzt zum Einstellen. Das hier ist ja jetzt lose. Ich habe jetzt hier so ein Tablet. Das klemme ich einfach mal dazwischen. Halte das fest. So. Und verschraube das dann einfach von hier unten mit dem Inbusschlüssel. So. Und das ist auch jederzeit wieder verschiebbar. Durch die Filzteile kann das Ganze nicht verkratzen und man kann es jederzeit neu einstellen. So sieht das Ganze fertig aus. Jetzt kann ich halt hier oben den Drucker schön rausziehen, habe den dann griffbereit hier. Und wenn ich möchte, ziehe ich mir das ganze Teil hier raus, kann auch die einzelnen Tablets oder Laptops benutzen, beziehungsweise wenn ich mal verbreitern oder enger machen muss, kann ich das Ganze rausheben und kann das von unten drunter neu einstellen. Das, was ich gemerkt habe, was ich noch machen werde, das ist hier ein Loch reinbohren, damit ich mit dem Finger reingehen kann und das besser greifen kann. Das ist besser, als hier immer das anzufassen. Dieses Projekt hier finde ich einfach toll, passt absolut top zu meinem Schreibtisch, gehört da unten ja auch schließlich im Endeffekt rein. Und es ist einstellbar und kann jederzeit wieder neu umgebaut werden. Und somit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage ciao, bis demnächst, Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.